Hallo Leute, willkommen zu meinem Video. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie mit Hilfe der SD-Karte-Funktion unseres SD-Karte PCB Temperatur und Feuchtigkeitssensorwerte aufzeichnen können. Wir haben unserer SD-Karte PCB die SD-Karte-Funktion hinzugefügt, so dass Sie sie wie eine lokale Datenbank verwenden können. Für die Einfachheit des Codes und um ihn kurz zu halten, werden wir Dummy-Werte verwenden, als ob sie von einem Sensor gelesen worden wären. Sie können jedoch jeden beliebigen Sensortyp mit unserem PCB verwenden. Nicht nur unser PCB kann auf die SD-Karte schreiben, sondern auf diese Weise können Sie auch jede Datei von einer SD-Karte lesen. Selbst wenn Ihr PC dies nicht unterstützt, um unsere SD-Karte zu nutzen, benötigen wir zunächst eine Bibliothek namens SD.H. Diese Datei wird zusammen mit anderen benötigt, um auf unsere SD-Karte zu schreiben oder von ihr zu lesen. Direkt danach möchte ich die Wi-Fi-Bibliothek importieren, um die lokale Zeit zu erhalten und dann die Dummy-Werte von Sensor alle 5 Sekunden mit einem Zeitstempel auf unserer SD-Karte zu protokollieren. Ich könnte auch eine Zeituhr ATC dafür verwenden, aber das würde unseren Code komplizieren, daher werde ich die lokale Zeit aus dem Internet beziehen. Hier müssen Sie Ihren SSID und Ihr WLAN-Passwort eingeben, damit der ESP32 S3 eine Verbindung zum WLAN herstellen kann. Sie müssen Ihre Anmeldedaten hier einfügen. In unserer Setup-Funktion starten wir seriell, verbinden uns mit dem WLAN und überprüfen auf Fehler, wenn die Verbindung fehlschlägt. Initialisieren die SD-Karte, erstellen eine Textdatei zum Speichern der Werte. Ich erstelle die Textdatei mit unserer SD-Bibliothek. Die Bibliothek ermöglicht es mir, zu schreiben und zu lesen, indem ich ein Objekt der Klasse initialisiere. Sie müssen nicht ein TXT als Ihr Datenbankenformat verwenden, aber ich mag die Einfachheit davon. Wir versuchen eine Testzeile am Anfang unserer Textdatei zu schreiben, verbinden uns mit dem NIST-NTP-Pool, um die Zeit für die türkische Zeitzone abzusuchen. In der Loop-Funktion rufen wir die Zeit ab, erstellen ein Char-Array zur Zeitformatierung mit Schrift-Time und schreiben dann alle 5 Sekunden die Werte auf die SD-Karte. Die Werte sind hier zufällig, aber Sie können einen echten Sensor mit der gleichen Logik verwenden. Jetzt laden wir den Code hoch und warten eine Weile. Wie Sie sehen können, werden alle 5 Sekunden die Werte auf unserer SD-Karte geschrieben. Jetzt wollen wir testen, ob die Werte korrekt gespielt wurden. Wir werden die Datei fixage.txt lesen. Wie ich so erwähnt habe, ermöglicht Ihnen unser PCB das Lesen von Werten von der SD-Karte. Schauen wir uns den Code an, den wir dafür benötigen. Wir starten die SD-Karte erneut, öffnen die Datei und fangen Fehler ab und dann drücken wir alle Werte auf den seriellen Monitor, bis wir das Ende der Textdatei erreichen. Schauen wir uns die Ergebnisse an, wenn ich dies hochlade. Hier können Sie sehen, dass die Werte tatsächlich auf unserer SD-Karte gespeichert sind.
Wir haben es geschafft. Vielen Dank, dass Sie heute bei mir durch dieses Video wären. Wenn Sie unser S3 PCB kaufen möchten, das die fortschrittlichste ESP32 PCB der Welt ist und AS485, AS232, Canvas, LoRa, SMPC und viele andere Protokolle unterstützt. Sie das unter store.fixage.com tun. Wir versenden international mit DHL. Wir packen die Produkte sorgfältig und liefern sie so schnell wie möglich aus. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, überlegen Sie bitte bei uns zu kaufen, um uns zu unterstützen. Sie können die Codes, die wir verwenden, auf unserer GitHub-Seite finden. Vielen Dank. Bye bye.